– 450 Meter über dem Mittelmeer, irgendwo zwischen Libyen und Italien. Das Team um den Piloten Omar hält Ausschau nach Menschen in Seenot. Ich suche auch und ich entdecke ein kleines Boot. I see a target. Okay, position? Es ist eher klein, bei Position 5 bis 6 Uhr. Quite small and it's around 5 to 6. Machen können. Das heißt, wir fliegen an das Boot ran, drehen dann rechts rum und bewerten die Lage. Fährt das Boot? Wie geht es den Menschen an Bord? Gibt es Tote? Gibt es Verletzte? Das geht dann an unser Team am Boden über Satellit. Und wir schauen natürlich, welche Schiffe in der Umgebung helfen können. Und da haben wir heute das Rettungsschiff Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen. Das ist allerdings noch knapp 8 Stunden entfernt vom Boot. Das ist aber die nächste Möglichkeit zu helfen. Warum machst du das hier? Es ist einfach seit Jahren hier eine humanitäre Katastrophe, die stattfindet. Es ist auch eine politische Katastrophe, weil niemand die Verantwortung dafür übernimmt. Und ich bin einfach in der glücklichen Lage, dass ich was einbringen kann, was hier sehr gefragt ist. Was Menschen einfach tagtäglich hilft, das Leben zu retten. Solche Bilder kennen auch in Deutschland alle. Die einen sehen illegale Massenmigration, die anderen grausame Asylpolitik. Mehr als 30.000 Menschen sind in den vergangenen 10 Jahren bei der Fahrt übers Mittelmeer gestorben. Omar macht die EU dafür mitverantwortlich. Seit 3 Jahren ist er mehrmals pro Jahr ehrenamtlich hier im Einsatz. Unser Boot wurde schon vorher gesichtet, von Maltas Küstenwache. Das maltesische Flugzeug hat das Boot gesichtet, das ist auch ein guter Anfang. Aber da muss man auch Rettungskräfte mobilisieren, dann kann man das nicht irgendwie zivilen Kräften, Freiwilligen oder Öltankern überlassen, die Leute aus dem Wasser zu bekommen. Die sagen quasi, okay, wir haben es ja gemeldet, wir haben unsere Pflicht getan. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwo einen Verkehrsunfall, Leute liegen im Straßengraben, Polizei fährt vorbei und sagt, ja, wir haben es an die Zentrale gemeldet. Herzlichen Glückwunsch. I have a target, 10 o'clock, 2 miles. Omar sagt, alle Staaten haben die Pflicht zur Seenotrettung. Okay. Immer wieder finden wir auch leere Boote. Bis zu 200 Kilometer von der nächsten Küste entfernt. In Deutschland wird ja jetzt in der Debatte immer mehr in Frage gestellt, ob diese Art von Fluchtmigration wirklich das war, was man im Sinn hatte, als so das internationale Flüchtlingsrecht entwickelt wurde, zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention. Was würdest du dazu sagen? Sind diese Menschen mit der Genfer Flüchtlingskonvention gemeint oder nicht? Wenn ich zum Beispiel an Leute aus Syrien oder aus Palästina oder aus dem Sudan oder so denke, die aufgrund ihrer Ethnie oder ihrer Religion oder ihrer kulturellen Gruppe verfolgt werden. Also wer denn sonst ist gemeint? Ja, das ist ja sozusagen 1:1 das Szenario, was wir in den 20er, 30er Jahren in Ost- und Ostmitteleuropa hatten. Genau, für solche Menschen ist es recht geschafft. Die müssen irgendwo neu anfangen können. Letztlich wissen wir nicht, warum die Menschen da unten ihre Heimat verlassen haben. Aber sobald sie die EU erreichen, haben sie das Recht, Asyl zu beantragen und dürfen nicht einfach abgewiesen werden. Denn immer noch gibt es kaum legale Zugangswege nach Europa, außer über das Asylverfahren. Okay, everybody, keep a sharp lookout in all directions, because we are at the last known position of. Wir finden wieder ein Boot. Entdeckt und gemeldet haben es tunesische Fischer. It's pretty overcrowded boat close to a fishing vessel. Die Fischer harren seit Stunden neben dem winzigen Holzboot der Flüchtlinge aus. Nearby? Boat is not moving, some people are standing. I'm taking you closer. Small wooden boat of fiberglass. Approximately 15 people on board. They're waving. Ja, die Geschichte dahinter ist, die einzigen Leute, die sich hier der Sache nicht entziehen können, sind die Fischer. Die müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und wie man das auch von Seeleuten in der Nordsee oder in der Ostsee kennt, Hilfe in der Not, das gehört sich einfach. Das gehört einfach zur Seefahrer. Und das gilt natürlich hier auch für die Leute in Tunesien oder in Libyen. Aber es ist natürlich ein Unding, dass die ausgerüsteten Rettungsschiffe im Hafen stehen. Und die Fischer hier müssen mit dem arbeiten, was sie haben. Abends fliegen wir nochmal hin. Der erste Hilferuf, den die tunesischen Fischer per Funk abgesetzt hatten, ist fast 7 Stunden her. Wir sehen hier eine Situation, die ist im Wesentlichen unverändert zu der, die wir heute Mittag beobachtet haben.
Wie wir sehen wir nichts in Bezug auf Hilfeleistung. Und auf dem Boot entwickelt sich natürlich verständlicherweise langsam Panik. Es wird dunkel, die Leute leuchten mit ihren Handys. Offensichtlich gibt es entweder mechanische Probleme oder der Treibstoff ist alle. Und wir müssen nach den Beobachtungen, die wir hier haben, davon ausgehen, dass das Boot mehrere Tage schon auf See ist. Auf dem Boot hebt jetzt jemand ein Kind hoch. Aber wir müssen zurück nach Lampedusa. Omar und das Team können nicht mehr tun, als per Funk weiter Druck bei den Küstenwachen zu machen. Zurück auf Lampedusa. Am Morgen nach unserem Flug fährt die italienische Küstenwache in den Hafen ein. Nach Omars Informationen hat sie die Gruppe an Bord, die wir am Abend zuvor in dem kleinen Holzboot zurückgelassen haben. Fast 24 Stunden nach dem ersten Hilferuf sind sie gerettet und kommen in einem Europa an, in dem viele sie am liebsten wieder loswerden möchten. Aber ist es nicht eben auch ein Dilemma dann heute für Regierungen zum Beispiel in Europa, weil die ja als erstes ihren Staatsbürgern verpflichtet sind und wenn die dann merken, die Stimmung ist gegen Migration oder... Der Schutz der menschlichen Würde ist Auftrag aller staatlichen Gewalt. Das ist ja nicht irgendwie ein Grußwort oder eine Präambelsartikel des Grundgesetzes. Und das ist ja die große Lehre, die wir aus dem Nationalsozialismus gezogen haben. Staatlichkeit ist mehr als subjektive Interessenoptimierung. Und das könnte man hier gut demonstrieren. Dass man sagt, gut, ist alles schwierig, alles kompliziert, wir müssen uns was ausdenken, wir müssen kreativ sein. Aber wir sind nicht länger bereit, den Weg des 19. und des 20. Jahrhunderts zu gehen und Leute, die auf der Flucht sind, die sich nicht falsch verhalten haben, die nicht besser oder schlechter sind als wir, zu ertrinken lassen, weil wir nichts Besseres wissen. Wer bekommt Schutz in Deutschland? Offene Gesellschaft oder Grenzen dicht? Über kaum ein Thema streiten wir in Deutschland so heftig wie über die Asylpolitik. Aktuell werden sogar Grundrechte und internationale Verträge in Frage gestellt, die jahrzehntelang galten. Wir müssen dieses Asylrecht ändern. Wie sind wir an diesem Punkt gelandet?